Hallo und willkommen zur Dune Awakening Direct. Ich bin hier mit dem lieben Exos und wir gucken mal rein, was es Neues gibt in Sachen Dune Awakening. Genau, schönen guten Tag. Ja, wir sollen einmal einen Gameplay-Trailer, glaube ich, bekommen und dann noch ein Behind-the-Scenes-Featurette bezüglich der Umsetzung von Buch auf Film zu Spiel. Du bist aber weitaus mehr in Dune drin, als ich es jemals sein werde. Ja, Dune ist ja ein sehr großes Universum, größer als was viele Leute eigentlich aus den typischen Filmen heraus kennen, weil Dune beginnt wesentlich viel früher und hört auch wesentlich viel später eigentlich erst auf in der ganzen Storyline. Wie viele Bücher gibt es denn? 6 oder so, kann das sein? Naja, einige. Und es gibt noch sehr viele andere Bücher, wobei die große Dune-Community sich immer nicht so ganz einig ist, ob das Kanon ist oder ob das nicht mehr Kanon ist. Also da geht es so ein bisschen weit auseinander. Das Star Wars-Problem. Viele sagen dann auch, ja genau, das Star Wars-Problem. Sehr schön geschildert. Ja, wir gucken jetzt hier auf Twitch. Ist eine halbe Minute wohl schneller. Geht's los. Und keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Hast du dazu was gehört? Ich habe leider keine Information, wie lange das dauern wird. Lassen wir uns überraschen, würde ich einfach mal sagen. Mhm. Passt ja ganz gut vom Release her, direkt jetzt nach dem Film, der gerade geöffnet wurde. Letzten Donnerstag, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, 29. war das genau. Das war der Donnerstag. Oh, ich habe Gänsehaut schon alleine wegen dem Soundtrack gerade. Der Soundtrack ist echt genial, ja. Ja, schon wieder. Let's go. Gänsehaut, Leute. Hammergeil. Hello and welcome to the very first Dune Awakening Direct, a brand new series. Die nette Dame sollte viele Leute aus Overwatch bekannt sein. Studio here. Ist die Moderatorin damals in der Overwatch-Liga. On this episode, we'll be chatting to Joel Bylos. He's the Chief Creative Officer for Dune Awakening here at Funcom, and he will tell us what players can look forward to this year, and he will share some news about our beta testing phase. Then we'll also be taking a look at the brand new gameplay trailer that we're just so excited to share with you all. But first, we'll look at what it takes to bring the most dangerous planet in the universe to life, from book to film to video game. Let's get started with creating worlds. Arrakis is this unrelenting anvil against which people are beaten and shaped and forged into something that's stronger. There's something very spiritual about that sand, which on the surface is really nothing, but underneath has a really diverse biological backstory. One of my favorite lines from Frank Herbert is, when you end a novel, it's like a train coming into the station that doesn't stop. You just jam on the brakes and let the sparks fly into people's imagination. Unreal Engine 5.2, das klingt schon mal vielversprechend. Ich wusste gar nicht, dass die schon bei 5.2 sind. Arrakis is a test, is what the Fremen say. And the player comes right into the heart of that test. Dune Awakening is a survival game at the base level. And it begins like a traditional. Ja, das Movement sieht schon sehr versprechend aus. Water, you're looking for shelter. You know, where will you find water in the ja, desert? und auch die Spielwelt, also wie der Sand aufgelöst ist und so. So when we talk about survival, sure, we start with the basic kind of survival, survive. And then when you've survived long enough, it's now time to think about political survival and how you progress within the universe. Erinnert mich so ein bisschen an Destiny teilweise. Okay. Liegt aber auch vielleicht an den vielen Masken und Umhängen. How do we make them feel huge and the player feels dwarfed by everything they see around them? The intention was every time we saw the desert, it was highly brutal, and if you went out into the desert without the right protection and without the right knowledge, that it was sure death. If we looked at references from some of the hottest deserts in the world, the visuals that we saw from those deserts weren't enough. We needed
this world to be even harsher. Da ist er, der So we've been working Arachnocopter with heißt er, glaube Legendary ich. since the very beginning. Oder nee, Very Ornithopter. generous with sharing us assets from the film and allowing us to see Ich hatte gerade things from die the film, Expansion für den allowing us to Microsoft really Flight understand Simulator the runter, vision dachte, vielleicht können wir das that noch mal im Neil Anschluss has for zeigen. the world. Okay. Aber die Und? Downloadgeschwindigkeiten vom Flight Simulator in-game sind A game etwas is a much larger Höllisch, game. okay. naja, nicht höllisch, aber man kann schlecht abschätzen, wie lange es noch dauern wird. Aber gerade hat er angezogen, also vielleicht wird es sogar noch was. One of my Na, ich drück mal die Daumen. moments on this project so far actually was I got to go Oh nee, and jetzt visit ist the das set Bild of the weg. first film with a group of sind the wir. people from Funcom. Ich bin noch drinne. Actors, the lead artists, and we got to walk around in the actual sets that they had built. Naja, und von den Set building, aus Billund herstellenden Klemmbausteiner gibt es ja auch das Flugmodell dazu. Right? We got to walk around them and get a sense hast of du their das? scale. Nein. Well, I think what they had done really well is they'd been quite inspired by Da wird erstmal Teilpart out gelesen und dann geschaut, ob das Ding was taugt. led on a journey by the director and by the script, whereas in a game you have the opportunity to sort of create your own narrative. And create your Das own sieht schon echt nice vom Setting aspect for me aus. is the fact that you can take what you've enjoyed and loved and you can build your own stories and your own places, and that to me is the ultimate goal, is to have, you know, complete control. Using Unreal 5 to create a game is obviously one of the better choices. Unreal 5 gives us flexibility through the blueprinting system. It allows us to handle amazing graphics through the rendering system, the lighting system such as Lumen. Lumen technology allows proper light bouncing. If I had to say one thing in the game that really benefits from Lumen, it's player crafted spaces. In our case, it's like you build a room and you place a window, and the window lets in natural light, and the light will fill the room in a way that feels real. And that technology hasn't Ja, existed. Lumen wird auch immer beliebter Before bei Unreal 5, in Spieleentwicklern. the olden days, it's what we called the LOD. Das ist halt eine Konsequenz daraus. Mit Licht kannst du echt eine Menge machen halt an Stimmung. So it doesn't slow Du brauchst down halt keine everybody's Raytracing-fähige computer. With Unreal 5, we have Grafikkarte, weil es this new ja technology Software-Raytracing called quasi Nanite. It ist. breaks things down to the right amount of polygons at the right distance. So for us, as a company, this has made an amazing difference to the visual detail of the world. It allows us to create one really amazing looking cliff piece, for example, and then doesn't matter how far away or how close we place it, it performs well and it Aber looks hoffentlich besteht die great. ganze Welt nicht nur aus Cliff Pieces. Unreal worked for us on Nee, glaube ich nicht. was that it was a Halt schwierig, so ein bisschen visuelle Abwechslung reinzubringen, wenn alles Wüste On Dune ist. Part 2 was very Die haben gerade auch einen sehr interessanten Fun-Fact gezeigt, dass die ja gar nicht mit Green- oder Bluescreens gearbeitet haben beim Film, sondern mit sogenannten Sense-Screens. tool that I've used, I would say in my 25 Das ist Platten zwar da? das ist sauschwer rauszukriegen nachher, aber das Licht wirkt natürlich wesentlich besser und realistischer halt dadurch. The most iconic creature in the Dune universe is the Ja, bin Sandworm mal of gespannt auf die Arrakis. zwei Filme. And so we've tried to represent Kann man this ja in auch the direkt game in hintereinander multiple schauen, ways. aber ich glaube, da ist So man as dann a lange player, your first beschäftigt. steps on the open sand. Was geht? Einen Tag schaust du den an und dann hast du schon mal Spaß dabei. Lässt du den einen bis in der Nacht sacken? Läuft. And when it gets close, Ja, es gibt you ja auch get a Vorstellungen, wo roar beide hintereinander as it laufen. erupts from the Ach sand. so, okay. Wenn man schon At drin that ist. point, Da brauchst du aber Sitzfleisch. if you cannot make it to Rocky Wahrscheinlich mit Pause, So hoffe this is ich. your first experience with sandworms. And these are the little ones. When you go into the deep desert, when you're harvesting spice, the giant ring-mouth sandworms that we've seen in the film will erupt underneath the spice blows and suck harvesters and equipment down into the sand beneath them. There's really only one rule. Das sieht man ziemlich am Anfang vom Sandworm ersten will Teil, gell? always come. Glaube ich. Da wollen Ja, doch alle nicht irgendwie ganz am flüchten und dann Humans have always had this ja, können sie, innate glaube ich, in drive letzter Sekunde dann to noch flüchten create oder so. something, to Wenn ich mich build nicht täusche. worlds, Also ich whether habe, glaube ich, it's schon in mal the den head, Anfang geguckt, whether aber it's in text, mir war er dann doch zu whether lang it's on irgendwie. screens, whether it's in games. Funcom as a company has been on this journey for a long time. Ich will da auch jetzt nicht so viel erzählen über den ersten. Their dreams and fantasies. Nee, Also alle es genau- soll ja mehrere Ja, Directs jetzt auch geben zu Dune Awakening, deswegen wird es wahrscheinlich jetzt nicht gerade We've been heute there erscheinen, das in Spiel the leider. beginning with Survival Open World Aber dann haben wir ja crafting Zeit, da uns games. dann nochmal And darüber Dune zu is a unterhalten, wenn ich dann den combination Film of auch those gesehen habe. legacies, bringing Ja, us können wir gerne machen. into the future. It's the culmination of what Funcom means as a company and what we can deliver. And this legacy means that we need to really pay attention to what we're creating and how we create it for the fans. Because I think at the heart of this, there's a lot of people out there who really want to live in the universe that Frank Herbert created. And they really want to live in the visual world of the films that they see from Villeneuve. And so we need to create the gap between those two possibility spaces and create a game world where people can live out their fantasies that they've taken from Dune. And yes, it's a huge legacy.
and it feels at times extremely overwhelming. But we really hope that we can deliver something for everybody. Ja, dann hoffe ich, dass wir noch mehr vom Spiel sehen werden. Wow, that was great. Creating captivating visions on the big screen and the immersive world of games, of course, both certainly come with their own unique set of challenges. And I think it's very clear that both mediums draw deeply from the seminal book that started it all. Now, of course, Villeneuve's movies have mesmerized the audiences with their adaptation of Frank Herbert's masterpiece. It's been showcasing the intricate politics, the very stunning visuals, and the harsh desert of Arrakis. And now, as we venture into the game, the challenges of bringing this rich universe to life really takes on new forms. So, here to share this exciting process with us is Joel Biles, the Chief Creative Officer for Dune Awakening. Joel, welcome to the first ever show. Thank you very much for having me. It's exciting to be here. I am so excited that Den Bücherständer brauche ich. I get to pick your brain. I have so many questions and I want to dive straight into Da gibt's this. hier eine Special Edition damit. Dune Awakening is a survival MMO. Two Dann weißt du, was ich brauche. everyone watching will be familiar with. But what's your take on that? What is a survival MMO? Sure. So survival games are obviously a genre of games about like building yourself up from the bottom and surviving. Haben wir die nicht gerade schon gesehen MMOs in are dem more about Video? social interaction and how players work together to achieve big goals. And we thought, why not combine the two? You know, why don't we create a game? Because most of the survival games that are out there, they kind of, you once you get to a certain point of survival, it kind of ends, and that's kind of where you've gotten to. But what we thought was like, the universe of Dune is a perfect place with these politics and this intrigue and there's machinations that happen. So let's get players hooked on the survival and then bring them into the political survival of the Dune universe. Let's break it down then and dive a little deeper, starting with the survival part. Da bin ich ja mal gespannt, wie die das reinbringen wollen. What's out there? I mean, worms, yeah, players? Sandstorms. What else? Other players. Yeah, so the player, I mean, obviously Arrakis is all about the heat and the water. So the player, first of all, needs to be searching for water. They need to stay out of the sun, stay in black shade during the daytime, travel by Dramatic, night. I love it. That's what the Fremen say, right? Dann kommen sie aus Norwegen, ne? Aber ich glaube, er ist aus Australien. Black shade Vom by Akzent day, her. travel by Water. night. So the player needs to worry about these things, think about the sunlight, think about where they are, but they also need water because that runs out really quickly without a still suit. And you die very fast. So yeah, there's lots of ways in which to get water. You can explore dew fields and eat plant fiber brauchen to einen try and Water get Counter. water out of it. After a while, you start to throw up because you can't really get too much water out of plants that way. And then the way I prefer to do it is to shoot enemies, take their blood, drink that. What the fuck? You just casually Ja, ist ja said that richtig. right there. Hat eine Menge mit einer Lore zu tun So tatsächlich. we're harvesting blood or just lick some plants, Vampire. whichever way you choose. You're going to stay hydrated. Da ist Wasser drin. Yes. Yeah, stay Klar. hydrated at home, in and out of game. Are there other resources I need to worry about? Yeah, so as a player, I mean, it's a proper survival open world crafting game, right? So players will craft their entire arsenal, right? So they'll be collecting resources, they'll be collecting stone, they'll be collecting metals like copper, iron, eventually forging steel, building up the equipment that they have at home. So they'll be crafting, all their weapons, all of their gear, all of their clothing, and they can of course craft themselves a base to live in, craft machines to help them craft bigger machines, which allow them to craft better weapons and so forth. All right, so there's a lot to do, is what I'm hearing. Base building you just mentioned, that's obviously very exciting. I saw you guys shared a sneak peek of what a base could look like already on your TikTok channel. Very cozy. Why would I ever leave a home like that and head out into the desert? But I'm sure you guys give us plenty of reasons to do just that. Is there anything special about the base building in this game? Yeah, so we took what we started with in Conan Exiles, our other survival game. We brought that over. Then we started to add to it, right? So we've now created a system for co-op building where you can place out holograms and other players can fill them in. So you work with your friends to build bases. You can also save your base as like an architectural blueprint that you can then sell to other players on the exchange, or you can give to your friends. So they, if you make something really cool. One of the things we saw in Conan Exiles that I really liked was that players were building the Taj Mahal. They were just building really cool buildings. And it's like, what if you could sell that to another player? That'd be cool, right? So another player might want to be able to just buy that blueprint off you and then place that out in the world and build it themselves. So we're really enabling this sharing and sort of the way the building system works, allowing it to be very cooperative. That's incredible. I absolutely love that. Well, I know my story arc is going to be architect.
who harvests blood occasionally, but you do what you gotta do. Now that I have my basic needs all met, I'm staying hydrated in some unkosher ways, and I'm having my base. How do I protect myself and my base from the world? Like, what am I doing for combat here? So the game has a full leveling system, right? And we do this thing we call combined arms, which is like we have melee, we have ranged, and we have abilities, and we also have vehicles. Right, so players can use any combination of these in combat, right? So it's kind of creates this interesting dynamic. So you can learn abilities from the great schools of the universe and learn how to be a Bene Gesserit, compelling your enemies to come close to you so that you can stab them with a knife. And you combine so you're combining melee with abilities there, right? Or you can be a sword master and leap in with a knee charge, knocking people to the ground and then stabbing them. Or you can choose to be like a trooper and you use your Shigawai reel to pull you up like a grappling hook, to pull you to high places where you can shoot down on your enemies with sniper rifles and shotguns. So there's a ich glaube, das Kampfsystem wird ziemlich entscheidend sein dafür, wie erfolgreich es dann auch sein wird oder wie es angenommen wird. Aber es klingt schon sehr gut, was man als so ein Movement-Optionen hat und jetzt auch die Vehikel. Are those hard-locked in classes? Hat man jetzt nicht in jedem Survival-MMO-Vehikel? Und so eine große Spielwelt wahrscheinlich auch. Like, can I be a swordsman or a swordsmaster and also use the voice? Is that possible? It's absolutely possible. You just have to find the right trainer in the world who'll teach you. Oh, nice. You choose in character creation who was your mentor when you were young. And then you choose one of the things, and that determines your set of starting abilities. But then when you play the game, you find trainers in the world. You have to do things for them, but then they'll eventually teach you some of the way, the path that can take you down some of these skills and abilities, Lots of things to explore there as a player and avenues to take, all in order to protect myself and maybe my friends. Gibt es denn auch eine Story oder ein Quest-System? What am I protecting? Like, how do I protect myself against sandworms? Naja, du kannst ja schon mal Aufgaben lösen für deine Lehrer. Sandworms are Also es wird schon mal ein Quest-System geben. Das sind ja eher so deine Spezialfähigkeiten, die du quasi dann lernen kannst. Just think about what you're doing. So there is no way to kill or defeat sandworms. The only thing you can do, you just cannot. The only thing you can do is avoid the sandworms. Das ist schon mal enttäuschend. So you craft yourself a thumper and place it out to distract a sandworm. Maybe you use it to lure a sandworm onto some. Aber es wird doch bestimmt irgendwann mal so Welten-Events geben, wo man so riesige Sandwürmer zusammen bekämpft. And the other thing Sandwürmer bekämpft man, ich benutze man zum Reiten, wenn man mal woanders reinreiten will. Ornithopters, and players will be able to craft these, and you'll be able to use these to, of course, traverse safely, right? If you're in an ornithopter, you fly above. If you're on a sand bike or something like that, you can move quickly across the sand. Hopefully a sandworm won't get you if you time it right. Hopefully. Hopefully, That's always hoping. I love a constant looming threat. Sounds really stressful. Sounds perfect, actually. Ich hoffe aber, man kann die Vehikel auch wirklich selber steuern. Das klang jetzt so ein bisschen vage, weil er gesagt hat, man fliegt quasi drüber und man muss es richtig timen. Aber ob man jetzt auch tatsächlich ausweichen kann, also ob man es wirklich voll steuern kann, kam jetzt daraus nicht hervor. Aber wir bekommen ja dann noch einen Trailer im Anschluss, da sehen wir das bestimmt. Hook up with your friends, join together with a grouping system. We have a ping system, so you can, obviously point out things to players. You will find different roles that you can assume based on the kind of combination of abilities you want to bring with you. And then you can heal your friends, of course, get them up when they get knocked down in combat, things like that. And then, of course, you go on journeys like we have a system called the Journey System. You can go on those journeys together. Hoffentlich muss man nicht so lange Konami-Codes eingeben zum Wiederbeleben. The the universe. Through that, we also have a contract system. Dafür hat man andere Spiele. Trade posts, you'll be able to take contracts. Your friend and you can go out and explore and do these contracts together. We have small group play, we have guild play. It's all kind of what you'd expect to see in a social experience. What's your take on the politics? Because obviously the books and the movies, that's a big part of it, like the whole political intrigue. How predominant is that in the game? I mean, we want players to be able to dip into it. So you start the game kind of lost in the desert, right? And then by the end of the game, maybe you're the next Baron Harkonnen. So as you play through the game, and who doesn't want to be him? He's a good-looking man. Oh yeah. As you make your way through the game, you progress and you sort of meet these factions in the world, right? The Atreides and the Harkonnen are at war. There's a war of assassins going on, as it's called. And as a player, you decide which side you want to help, which side you want to join. Then you start to partake in missions for those factions. And eventually, you work your way up through the ranks of the factions and maybe you take on a position of power as well. So the politics are, they're designed to actually encourage players
to develop their own politics around the sandbox systems, right? So we have this Landsrad. The Landsrad will demand that players do certain things. The factions need to work together or against each other to achieve these goals, right? So there's also this sandbox element to the politics. Which also then encourages like co-op play or PvP play more. Co-op play or PvP play, yeah. Yeah, there's this this kind of idea that, yeah, like when people have the same objective, but they're on opposite sides, it becomes a race between them to achieve that objective, and they'll do all sorts of dirty things to get to the top right. Sounds about right. Can I opt out of politics? Can I just live my peaceful little Swiss life in my cottage? Absolutely. You can play however you want. I mean, the idea is to be a sandbox and allow people to approach it how they like. We have one of the rules, one of the pillars of the game is expression and customization. And that's not just about visuals, it's customizing how you want to play the game. So it's really thinking about like, well, I really like to craft and just set up my little crafting setup and sell things on the exchange to other players. So you can do that. You can basically live your life as a crafter. You can also be an architect, as we talked about. You know, you can be a pilot, a scout. You're not really heavily involved in the fighting, but you go out and you craft maps that you sell to other players as well of the world. Where are we currently at? Like, I know there have been betas already. How many more of those are coming? When is the next one? What's the status of development? Where are we at? So yeah, we've been running betas now for several months. They've been going really well. We're slowly inviting more people over time. So the game, yeah, I mean, we're not going to rush it out the door. We're going to work with our community and our players, and we're going to try and make the game as good as it possibly can be. It takes as long as it takes, man. It takes as long as it takes, and you got to do it well. So yeah, so we're working with our community, and yeah, betas are continuing, right, all the way through launch, and we're going to keep increasing the number of people in those betas, helping us stress test, yelling at us because they get eaten by sandworms, all those kind of good things. All the good stuff. Speaking of good stuff, have there been any like recent milestones you're particularly excited about, or anything you want to share about the current development? Sure. There's a thing as a creative director I like to say that we get a few aces. Every time we make a project, we get to make a few creative bets. There's a thing called the shifting sands, which is one of my most exciting. One of the things that makes me most excited about the game, and that is this location in the world. It's a full PvP area, and every week the Coriolis storm sweeps in and completely alters the landscape of this area. And I got to see that working for the first time very recently with full landscape changing and people able to play, and it's exciting to see these things coming online. And I think it's something people haven't seen before in a game. So I'm excited to let the audience in on it, you know? I can't wait to be part of that audience, and I also can't wait to have more opportunities in the future to chat about the development and the process that you and the team are going through. Now, any last words, anything you want to say to your future player base? Yes, thank you everybody for joining us on this journey. I hope today's show was like your first taste of spice, mildly euphoric, slightly addictive, and leaving you wanting more. I certainly want more of that now. I'm pretty sure everyone watching as well, so remember, for a chance to get an invitation to any of the future closed beta tests, head on over to duneawakening.com and sign up for the beta. Then head on over to Steam and wishlist the game. You can also join our Discord and follow our other socials at Dune Awakening. Also, of course, you can keep up to date on TikTok, Instagram, and YouTube, where we will be showcasing regular sneak peeks into the world of Dune Awakening. Now, here is the moment that I'm pretty sure everyone has been waiting for. Let's take a look at our brand new gameplay trailer for Dune Awakening. Arrakis is a test. Few survive it.
Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Mhm. Ob man diese Schlachten dann noch spielen kann? Oh, das Ding muss ich so nochmal Video analysieren. Ich muss das Video echt nochmal Sekunden steppgenau anschauen. Few survive it. But the humans that do awaken. Wow, Arrakis is Also die Bauteile sahen schon mal echt nice aus für Space Building. in the universe, and you know what? I can't wait to go there. Einige dieser Fahrzeuge muss ich mal überlegen. Dune Awakening. War mir sehr technisch. Dazu muss man die Lore kennen halt, dass sie halt sehr technisch waren, weil Technik und so weiter ist ja im Dune-Universum eigentlich ein bisschen mehr verpönt. Das sah ein bisschen so clean aus, oder wie? Ja, sagen wir mal so, es gab ja im Dune-Universum in der Vergangenheit die Zeit der KI. Und seitdem ist ja Technik eigentlich verpönt, und zwar richtig. Und wenn jemand KI generiert oder künstliche Maschinen und so weiter, die ein bisschen weitergehen, der ist dann auch gleich natürlich auch mit zum Tode verurteilt und so. Wir könnten jetzt auch mal in den Flight Simulator DLC reinschauen. Ja, das klingt fast einer sehr guten Idee. Mikro ist ein bisschen laut, glaube ich, im Stream, aber ich hoffe, es ist jetzt besser. Momentchen, ich stream dir das mal auch. Hast du kein Delay hoffentlich? Boah, schauen wir mal. Ich mach mal den anderen hier runter. Ich hoffe, du siehst Dann es. schauen wir doch mal. Ja, sieht gut aus. Ja, oh ja, sehr schön. Muss ich noch rausfinden, wie man das Ganze startet? Da kann ich dir nicht helfen. Gerade gab es hier noch Dune-Aktivitäten. Oh nein. Nein, kein Top Gun. Naja, da ist es. So, wieder auf dem Marktplatz. Wahrscheinlich hier irgendwo. Das sieht doch gut aus. Ja, Tutorial ist ja schon mal eine gute Idee. Ja. Abflug, Sturzflug und Landung. Na. Wir fangen mal ganz gemächlich an. Das ist ja immer ein sehr toller Tooltip da unten, ne? Ich spiele mit Controller, ist natürlich dann nicht so hilfreich. Okay. Ich sehe auch gar nicht mal die Ladeleiste, sehe ich nur, wenn ich in OBS gucke, weil das Ganze irgendwie nicht im Fullscreen ist. Okay. Meine Taskleiste noch da, aber naja, Hauptsache läuft. Naja. So könnte etwas ruckeln, weil es ist schon sehr hardwarelastig und ich habe jetzt nichts optimiert so an den Einstellungen. Ich selber habe jetzt natürlich leider nichts vom Sound gerade in-game. Man hört den Soundtrack. Ich schau mal, ob ich das irgendwie fixen kann. Das nochmal. Ich habe hier keine Audio-Option. Okay. Ja, dann muss ich erst nur mit Nitro. Wer weiß. Umschalt T stand da, glaube ich. Das ist zum Ausklappen der. Das wird nichts. Ja. Hier? Aber jetzt zeigt er dir auch gerade die Funktion für deinen Controller auf der oben an. HB unten. Rechts. Ich höre jetzt auch nur Musik, also nichts vom eigentlichen Gerät. Okay. Das in VR, das wäre es natürlich auch. Sieht schon ganz schick aus.
Ja, schon. Freches Maschinchen. Können das hier machen mit dem linken Stick? Ja, das ist an die Ansteuerung. Versuch mal mit den Triggern Gas zu geben, aber das geht leider nicht. No? Da hast du die Leistung. Nicht so viel Leistung vorhanden. Fahrwerk einfahren. Aber ich stehe ja noch. Vielleicht mal doch über die Tastatur die Flügel aufklappen. Ah ja, Fahrwerk einfahren. Aber du stehst ja eigentlich noch. Oh. Neigen Sie die Nase unten. Ja, super. Oh. Okay, irgendwas hast du gerade gemacht, aber... Das ist X, aber ich weiß nicht, ob es so gedacht ist. Nee, sah nicht so aus. Nee, das sieht sehr spannend aus, definitiv. Ist denn dein Cockpit vorne da drinnen interaktiv, dass du da irgendwie ranzoomen kannst Ja. und auf welche Schalter? Mhm. Machen wir gleich nochmal. Ah ja, RB und nach unten Taste drücken, dann gehen die Flügel auf. Das hat das dir mal auf Controller-Funktion gezeigt. Ah. Ja, das sieht ja schon unheimlich sexy dann aus, da kann man ja echt nicht anders sagen. Oh ja, das ist schon... Das macht schon Laune. Mhm. Ja, dann nochmal den Motor einschalten. Landscheinwerfer. Rechte Tür, Betriebs, okay. Ah ja. Ich folge einfach mal dem Tutorial. Oh ja, da tut sich was. Hm. Aber leider kein Sound. Okay, du hast Moment, selber das- auch keinen Sound. Mag jetzt aber auch an mir liegen, dass ich hier irgendwie was... Jetzt haben wir Sound. Oh, jetzt höre ich Hörst du sogar. Sound? Ja, Ja, super. jetzt höre ich sogar. Ah, nice. Bitte geben Sie mir neue Anweisungen. Ja, genau. So, schon mal. Musst du noch abheben. Das ist halt die Neigung gerade, was du wohl machst, schätze ich mal. Leistung Ich halt auf mal 100% RT gedrückt, erhöhen. vielleicht hilft es. RB und A. RB und A musst du drücken. Oh, okay. Ah ja. Fahrwerk einfahren mit links, rechts Dingsbums, Den Steuerkreuz. Übungsbereich verlassen. Da war es wohl zu hoch. Was ist denn das Dune-Menü? Ah ja. Ah, Ja, jetzt können wir eigentlich schon in die Herausforderung gehen. Jetzt haben wir sie schon drauf. Wie ist ein Rennen, klar. Ah ja, da siehst du sogar schon Top 10 weltweit. Könnte noch ein bisschen dauern, bis ich mich da einreihe. Mission beginnt. Okay. So, so. Ist das jetzt ein anderer Player da neben dir oder Nee, ist ein Geist. ist das jetzt einfach nur... Ah, ein Geist, okay. Würde da landen? Ah, du musst dann also landen, Nee, oder? genau. Doch? Wenn ich wirklich bremse. Einfach mal so. Also wenn du in den Game nachher natürlich solche schöne großen, weiten Wüstenstücke hast, wäre schon richtig geil. Ja. Es gibt wohl auch einen Free-Flight-Modus hier für die Expansion von Fans kreiert. Was ich glaube ich auf flightsim.to runterladen.
Also boosten kann ich, aber wie ich bremse, keine Ahnung. Der Boosten ist doch schon mal die Ja, richtige eben. Sache. Warum sollen wir denn in schon wieder Beschleunigung? landen? Wir sind ja gerade erst Ja, abgehoben. klar. Bisschen erkunden. Ja, richtig. Der Geist fliegt ja auch weiter, so muss ich sagen. Ja, ja. Der Vielleicht war halt wirklich nur einmal als gelandet Zwischenstopp und ist wieder... gedacht. Genau, als Marker halt. Nur das als Checkpoint rein, aber dass man zwischen landet geht. Ja, da halt schon dann halt. Sieht schon überzeugend aus, so, oder? Fliegt sich jetzt aber nicht sonderlich anders wie so ein normales Flugzeug im Flight Simulator, muss ich sagen. Okay. Bis auf die Startschwierigkeiten. Das wäre wahrscheinlich der zweite Checkpoint. Ja, das wäre der Kommt dir nächste, das Logo genau. bekannt vor? Ja, so ein bisschen. Ist halt modern ein bisschen alles gehalten. Also es ist jetzt so nach dem neuen Film designt. Das Interieur jetzt, aber die Anzeigen und so, ich denke mal, das ist mehr dem Flight Simulator geschuldet. Ja, klar. Immer so. Nee, das wird nichts. Ja. Okay, So, eine Explosion sieht man da nicht so wirklich? Nee, im Flight Simulator gar nichts. Nee, okay. Das ist eigentlich schön, dass es überhaupt eine Schwarzblende gibt, dass man nicht irgendwie so komisch im Untergrund quasi versinkt oder so. Ah, okay. Ja, auch vom Namen sind die Gegner normalerweise nicht so detailliert wie jetzt hier in dieser abgesteckten Area. Mhm. Ich hoffe, der Soundtrack jetzt nicht aus dem Film, dass wir dann geclaimt werden. Kannst du uns überraschen. Ja, Überraschung sehr gut. Oder wir quatschen einfach darüber, das geht ja auch. Ich muss sagen, wir schauen mal in eine andere noch rein. Ja. Pro-Piloten sind bei den, wie heißen die? Ornithopter? Mhm. Ja. Ist das so generell bei den Flight Simulator so aufgebaut, dass du eben so seine Mission da hast oder so? Oder? Also ich habe noch nie Aktivitäten gemacht, ich gehe mal über die Weltkarte und fliege dann. Ach so, okay. Ist die Frage, ob man da den auch verwenden kann. Ja, ist schon cool. Ey, dann fliegt doch mal über Arabien oder so halt. Ja, da haben wir auf jeden Fall ein großes Gebiet, weil ist ja die komplette Welt abgebildet. Okay. Ich glaub's aber nicht. Aber von Fans kann ich mir schon vorstellen, dass er nachgebaut wurde und dann Aha, reinladbar ist. Da ist er ja. Ah, da ist er doch. Haus A3, sagt dir das was? Das spricht wahrscheinlich anders. Das ist einer der Häuser eben aus dem Dune-Universum. Ja? Das gibt ja Atreides, ja? Die Hakon zum Beispiel. Ja? Es gibt jetzt keine Lackierungen. Im Strategiespiel hat ein Kollege zum Beispiel immer eher die Hakon gespielt. Ja? Wo würdest du gerne fliegen? Da wo Wüste im Real Life ist, wa? Macht am meisten Sinn. Wo Wüste ist? Ja, da gibt es ja viele Gebiete. Nimm da irgendwas in Afrika. Zum Beispiel. Da gibt es doch sehr viel Wir haben Wüste. gerade vom Taj Mahal gehört. Ja. Vielleicht mal drüber fliegen. Vielleicht nicht in der Nacht. Ja, tagsüber wäre, glaube ich, ein bisschen besser. In der Nacht. Da steht das sogar noch unten gerade. Jetzt. Ja. Ja, funktioniert wie ein Hubschrauber. Die konnte ich auch nicht richtig fliegen in dem Spiel. Die kamen ja auch später noch dazu. Dieses Jahr soll es ja auch einen neuen Flight Simulator geben. Und mit welchen Marken sie da dann zusammenarbeiten. Top Gun gab es ja schon und jetzt du. Mm. Ist auch der gleiche Sound wie beim Helikopter. Auf jeden Fall. Gut, zumindest innen. Man könnte jetzt ein bisschen ruckeln. Jo, hast natürlich auch gleich erstmal ein Stadtgebiet erwischt, wa? Keine Ahnung, wo das Taj Mahal genau liegt. Da wird es auch schwierig zu finden. Ja, ja. Ganz schön schnell das Ding. Knapp 400 Knoten.
Oha. Ja, da siehst du mal den Detailgrad, den ich meinte. Ja, okay, ja. Man musste halt Abstriche machen, wenn man die komplette Welt simuliert. Wobei im Regelfall, wenn du ja deine Passagiermaschinen fliegst oder sowas, bist du ja eigentlich nicht immer so im Bodennähe. Also von daher. Naja, gut, wenn ich fliege eigentlich schon öfters. Okay. Aber wenn du so lange Landeanflug hast, dann bist du ja auch knapp über dem Boden. Ah. Aber es gibt natürlich auch Gegenden, die wesentlich hübscher dann sind. Und welche, wo man jetzt nicht so häufig ist halt. Ja, steuert sich ganz gut. Ganz Wie nett hoch aus. kommst du mit der Maschine? Oh, noch ran so. Oh. Ordentlich Platz für Passagiere. Ja, es ruckelt. Schön animiert hier. Ja, gefällt mir direkterweise. Ja, recht viel höher als so kommt man normalerweise nicht. Da vorne sieht es irgendwie nach Landebahn aus. Ja, ich weiß nicht, ob wir das wagen so. Naja, eigentlich brauchst du ja keine Aber Landebahn. keine Bahn. Du kannst ja Naja, mit denen gut. eigentlich landen wie mit einem Helikopter. Naja, ich kann ja nicht bremsen, deswegen brauche ich eigentlich schon eine Bahn. Ja, du hast aber keine Reifen, das meinst du. Das geht schon so auch. Okay. Nee, aber so ein bisschen abbremsen müsste ich halt schon. Du bist schon sehr schnell Also unterwegs. Power ist halt jetzt neu, die Anzeige, und Fuel und AB wurde auch umgestaltet für den Oni. Okay. Alles andere ist gleich. Geht schon so. Ja, und Durch die Bäume? Walachei. Ach, du kannst durch die Bäume durch? Ja, klar. Okay. Das ist aber dann schon hart. Okay, ich bremse halt gar nicht ab. Und was passiert, wenn du die LB-Taste, diese komischen Soft-Tasten verwendest? Kommst du damit mit dem Gas ein bisschen runter oder irgendwie sowas? Nee, also ich kann drehen halt mit dem Trigger. Was war das gerade eben? Oben in der Einblendung? Hast du gerade irgendwas gehabt? Ja, auch die Bremse am Boden. Vielleicht funktioniert die hier in der Luft. Oh, kann ich hier was? Oh ja. Ja, du hast aber geschafft. Da sieht das schon mal fast gut aus. Mach mal wieder eine Bremse ein bisschen weiter nach vorne. Du bist nämlich jetzt ein bisschen auf Rückwärtskurs. Weiß nicht, ob Also du- genau das, was du gemacht hast, genau andersrum. Ja, das war der Turbo. A und Y sind's. Das- Ah, schau mal, es ist doch easy dann. Hat der wirklich so Triebwerke? Ja, hat er. Oder Triebwerke sind ja nicht. Er sind halt so Boosterbrenner. Die hat er wirklich. Also wenn man wirklich von wirklich sprechen kann. Genau. Ja, doch. Ich komme so nett, dass man landet. Das ist doch schon mal sehr nice. Doch nicht. Da wirbelst auch eine Menge Staub da auf. Ah, Also. okay, B dann auch noch. Oh, jetzt- Du liebst den Turbo. Also, so kommt schon mal ganz gut. ja, ich hab's noch. Jetzt müsstest du die Maschine runterfahren sozusagen und dann hast du da, genau. Ja, wie es gesagt, in ist den... ganz- Kann man dann auch im Multiplayer dann zusammenspielen auch? Okay. Also wenn du dir mal den Flight Simulator runterlädst, dann können wir gerne mal ein bisschen fliegen. Ist im Game Pass mit drinne. Vielleicht können wir das irgendwie organisieren mal. Hm. Ja, und links oben natürlich auch das Radar ist angepasst. Mhm. Das nett aus. Ja, also da kannst du wirklich tatsächlich auch ein bisschen Passagiere hinten mitnehmen. Ja, es gibt ja auch ein paar sehr bekannte Filmszenen, wo das dann halt auch vorkommt. Ja, die sitzen da hinten dann mit drinne. Also man Aber kann ist nur halt wieder keine in seinem Boeing. eigenen Flugzeug fliegen. Man kann ja nicht Ja. aussteigen leider. Da siehst du, also da hast du zwei Sitze direkterweise, wie du siehst halt da. Ja. Ah ja, genau. Sehr schön Ja. animiert. Es ist wirklich sehr schön animiert. Vor allem auch wie die Flügel dann so zusammenziehen, wenn man bremst.
Es haben sich dann halt von Insekten wirklich sehr gut abgeschaut, das Design. Auch schon in den damaligen Filmen halt. Also es ist jetzt keine wirkliche Neuerung, dass er jetzt auch nicht, ob da jetzt so als solches da ist. Auch im Prinzip der lange Schwanz da hinten, das erinnert doch sehr stark an eine Libelle. Ja. Gut, es dauert aber, bis man da mal gelandet ist. Du bist doch ziemlich hoch. Kommt man denn runter? Ui, hatte ich vorher noch nicht. Ah, da kann man auch mal durchschauen. Das ist tatsächlich offen. Hast du gedacht, dass der hinten offen ist? Ja, weil jetzt könnte man da einsteigen, weil du hast alles offen. Wenn du das Landing Gear sozusagen komplett reinfährst, dann geht die ganze Hülle zu. Ja. Ja. Auch so das Landen selber, wenn die Stoßdämpfer dann arbeiten, ist schön. Ich krieg gerade so ein bisschen feuchte Augen. Ah, man kann hier sogar die Türen öffnen. Ui. Ja, das ist ja schon mal echt geil gemacht. Ja. Das ist ja super. Cool. Wesentlich einfacher zu bedienen als so eine Boeing oder so ein Airbus. Naja, dazu musst du wissen, dass das alles Gibt's allein hier oben dann nochmal 30 Knöpfe. Ja, dazu musst du wissen, dass die Technik im Dune-Universum alles sehr simple Technik ist, was eben darauf beruht, dass eben künstliche Intelligenzen und Maschinen halt, die eine gewisse Intelligenz entwickeln können, eine Gefahr darstellen. Und deshalb muss alles ein bisschen simpler gestaltet sein. Einer der Gründe, warum überhaupt Dune, der Planet Arrakis, so auch wichtig ist, wegen den Spice. Ohne den Spice hättest du im Dune-Universum auch keine Raumfahrt, die weitergeht. Bin ich gestrandet, das ist diesmal so geplant. Das ist so geplant, okay. Ja, mit diesen wunderschönen Bildern von diesen matschigen Bodentexturen und dem wunderschönen Ornithopter lassen wir euch jetzt, glaube ich, mal alleine. Wir können gerne nochmal auf vielleicht können wir auch diese Aktivitäten zusammenfliegen, weiß gar nicht, wie das funktioniert. Da bin ich überfragt bei den Flugsimulator. Aber eigentlich sollte es ja um Awakening gehen, genau, und da freuen wir uns dann. Du bist bestimmt auch für die Beta angemeldet, oder? Ich bin angemeldet, mal gucken, ob da was kommt, das weiß ich nicht. Ich drück die Daumen. Ja, ich mir selber auch definitiv. Ja, dann sind wir gespannt, was da noch so kommt bezüglich Dune Awakening. Hoffentlich dann spätestens zur Gamescom dann auch ein Release-Datum. Genau. Ja, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, tschüss. Genau, ciao.